Kein Physiker will es sagen. Laut Relativitätstheorie existiert der Tod nicht, und genau hier beginnt eine Aussage, die sich zuerst falsch anfühlt, fast provokant. Klingt, denn alles in unserer Erfahrung sagt uns, dass Zeit vergeht, dass Dinge beginnen und enden, das Leben irgendwann stoppt, doch was wenn. Genau dieses Gefühl nur ein Teil unserer Wahrnehmung ist und nicht die vollständige Realität. Jemand wie Albert Einstein hätte diese Idee nicht emotional erklärt, sondern strukturell. Denn in der Relativitätstheorie ist Zeit kein universeller Fluss, sondern eine Dimension, die mit dem Raum verbunden ist. Und genau hier entsteht ein völlig anderes Bild der Realität. Stell dir vor, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren nicht nacheinander, sondern gleichzeitig als Teil eines größeren Ganzen, nicht als Linie, die sich bewegt, sondern als Struktur, die bereits existiert. Und genau hier beginnt das sogenannte Blockuniversum, ein Konzept, das unsere gesamte Intuition herausfordert. Denn wenn Zeit eine Dimension ist wie Raum, dann bedeutet das, dass alle Momente gleichzeitig existieren, genau wie alle Orte gleichzeitig existieren. Du bewegst dich nicht durch eine entstehende Zeit, sondern entlang einer bereits vorhandenen Struktur. Und genau hier entsteht der entscheidende Punkt. Denn wenn alle Momente bereits existieren, dann verschwindet die Idee, dass etwas wirklich endet. Denn ein Ereignis verschwindet, nicht es existiert weiterhin, nur nicht mehr in deinem aktuellen Bezugspunkt. Doch genau hier beginnt die Verwirrung. Denn wir erleben Zeit als etwas, das fließt, als etwas, das sich bewegt. Und genau deshalb wirkt diese Idee so kontraintuitiv, denn unsere Wahrnehmung ist linear, während die Struktur der Realität es möglicherweise nicht ist. Und genau hier entsteht die zentrale Frage, wenn dein Leben nicht einfach verschwindet, sondern als Teil dieser Struktur existiert, bedeutet das dann, dass das, was wir Tod nennen, nur ein Wechsel der Perspektive ist und nicht ein tatsächliches Ende. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieses Thema selten so direkt angesprochen wird, denn es verändert nicht nur Physik, sondern auch die Art, wie wir über Existenz selbst nachdenken. Und genau hier beginnt sich der erste Kreis zu schließen. Denn die Aussage, dass der Tod nicht existiert, ist nicht emotional gemeint, sondern strukturell basierend auf der Idee, dass Zeit selbst nicht das ist, was wir glauben. Wenn man diese Idee wirklich verstehen will, muss man sich von der Vorstellung lösen, dass Zeit wie ein Fluss funktioniert. Denn in der Relativitätstheorie ist Zeit kein universeller Takt, der für alle gleich läuft, sondern etwas, das sich abhängig von Bewegung und Perspektive verändert. Und genau hier beginnt die eigentliche Verschiebung im Denken. Jemand wie Albert Einstein würde sagen, dass es keinen einzigen gemeinsamen Jetzt-Moment gibt, der für das gesamte Universum gilt. Was für dich gerade passiert, kann für jemand anderen bereits Vergangenheit oder noch Zukunft sein. Und genau hier bricht die Idee einer objektiven Gegenwart komplett zusammen. Und genau deshalb wird Raum und Zeit zu etwas Neuem verbunden, zu einem vierdimensionalen Gefüge, das oft als Raumzeit beschrieben wird, in dem jedes Ereignis einen festen Platz hat, nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Stell dir dieses Gefüge nicht als Linie vor, die entsteht, sondern als eine komplette Struktur, die bereits existiert. Jeder Moment deines Lebens, jeder Gedanke, jede Erfahrung ist darin enthalten, nicht als etwas, das verschwindet, sondern als etwas, das fest eingebettet ist. Und genau hier entsteht das sogenannte Blockuniversum, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht nacheinander entstehen, sondern gleichzeitig existieren. Und genau deshalb gibt es in dieser Struktur kein echtes Verschwinden von Ereignissen, doch was sich verändert ist, deine Perspektive, denn du bewegst dich entlang dieser Struktur und nimmst sie Stück für Stück wahr. Und genau deshalb fühlt es sich so an, als würde Zeit fließen, obwohl es eigentlich deine Wahrnehmung ist, die sich bewegt. Und genau hier wird es noch tiefer, denn wenn es keine absolute Gegenwart gibt, dann bedeutet das, dass das, was du als Ende wahrnimmst, nicht für alle Beobachter ein Ende ist, sondern nur für deine aktuelle Position in der Raumzeit. Und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem die Aussage entsteht, dass der Tod nicht existiert. Nicht, weil das Leben weiterläuft im klassischen Sinn, sondern weil kein Moment wirklich ausgelöscht wird, sondern weiterhin Teil dieser
Struktur bleibt und genau hier beginnt sich die zweite Schleife zu schließen. Denn was wie ein philosophischer Gedanke klingt, basiert direkt auf der Struktur der Relativitätstheorie, nicht auf Hoffnung, nicht auf Interpretation, sondern auf der Art, wie Raum und Zeit beschrieben werden. Und genau hier schließt sich der Kreis auf eine Weise, die viel tiefer geht, als es am Anfang scheint, denn wenn wir alles zusammenbringen, dann wird klar, dass die Aussage nicht bedeutet, dass der Tod verschwindet, sondern dass unsere Vorstellung von Zeit unvollständig ist, denn wir erleben Zeit als etwas, das vergeht, als eine Linie, die sich von Vergangenheit zu Zukunft bewegt, doch in der Struktur der Raumzeit existieren alle Momente gleichzeitig. Und genau deshalb ist das, was wir als Ende wahrnehmen, nur ein Punkt in dieser Struktur, nicht das Verschwinden selbst. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Idee so schwer zu akzeptieren ist, denn sie widerspricht direkt unserer Erfahrung. Wir fühlen Veränderung, wir sehen Dinge ändern und genau deshalb erscheint uns diese Perspektive fast unmöglich. Doch genau hier entsteht die entscheidende Verschiebung, denn das Gefühl von Fluss kommt nicht aus der Zeit selbst, sondern aus deiner Bewegung durch die Zeit. Und genau deshalb wirkt es so, als würde alles entstehen und verschwinden, obwohl es möglicherweise immer Teil der Struktur ist. Und genau hier wird es noch tiefer, denn wenn es kein universelles Jetzt gibt, dann existiert auch kein universelles Ende, denn was für dich vorbei ist, kann in einem anderen Bezugssystem weiterhin existieren. Und genau hier verliert die Idee eines absoluten Endes ihre Bedeutung und vielleicht ist genau das die eigentliche Erkenntnis, denn der Tod ist in dieser Perspektive kein vollständiges Auslöschen, sondern ein Wechsel deiner Position innerhalb der Raumzeit, ein Punkt, an dem deine Wahrnehmung endet, aber nicht die Struktur selbst und genau hier beginnt sich die ursprüngliche Aussage zu verändern. Denn sie ist nicht tröstend gemeint, sondern beschreibend, sie zeigt, dass Realität auf einer tieferen Ebene anders funktioniert, als unsere Intuition es erwartet. Denn wir denken in Begriffen von Anfang und Ende, doch die Relativität zeigt, dass diese Kategorien möglicherweise nur aus unserer begrenzten Perspektive entstehen und nicht aus der Struktur der Realität selbst. Und genau hier öffnet sich eine noch tiefere Ebene. Denn wenn alle Momente gleichzeitig existieren, dann bedeutet das, dass jede Erfahrung, die du jemals hattest, weiterhin Teil dieser Struktur ist, nicht als Erinnerung, sondern als realer Bestandteil der Raumzeit. Und genau hier entsteht ein Gedanke, der schwer zu greifen ist, denn es bedeutet, dass nichts wirklich verloren geht, sondern nur außerhalb deiner aktuellen Wahrnehmung liegt. Und genau deshalb fühlt sich etwas wie ein Ende an, obwohl es strukturell kein vollständiges Verschwinden ist. Und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem sich Physik und Philosophie berühren, denn die Theorie beschreibt eine Struktur, doch was sie für unsere Erfahrung bedeutet, ist eine ganz andere Frage. Und genau hier beginnt Interpretation und genau hier wird es noch faszinierender. Denn unterschiedliche Beobachter können unterschiedliche Zeitverläufe erleben und genau deshalb gibt es keine einzige objektive Geschichte, die für alle gleich ist, sondern viele Perspektiven innerhalb derselben Struktur. Und genau hier entsteht eine neue Art zu denken, denn Realität ist nicht nur das, was du gerade erlebst, sondern das gesamte Gefüge, in dem alle Ereignisse eingebettet sind und genau deshalb ist dein aktueller Moment nur ein Ausschnitt eines viel größeren Ganzen und genau damit kehren wir zum Anfang zurück. Denn die provokante Aussage, dass der Tod nicht existiert, ist kein Widerspruch, sondern ein Hinweis darauf, dass Zeit selbst nicht das ist, was wir glauben, und vielleicht ist genau das der Moment, in dem sich deine Sicht verändert. Denn anstatt die Welt als eine Reihe von vergänglichen Momenten zu sehen, beginnst du sie als eine vollständige Struktur zu verstehen, in der nichts wirklich verschwindet, sondern nur anders wahrgenommen wird. Und genau darin liegt die verblüffende Wahrheit, denn das Ende ist vielleicht nicht das, was wir denken, sondern nur ein Punkt, den wir nicht mehr erreichen können, während er in der Struktur der Realität weiterhin existiert. Ach,